Heute beschäftigen wir uns mit dem Tonbeginn. Kennst du das Problem, dass du einen Einsatz spielen musst, ganz egal ob Sololiteratur, Orchesterspiel oder Ensemblespiel, du hast das Problem, dass du nie weißt, kommt jetzt der richtige Ton oder kommt er nicht. Oder du hast das Gefühl, die Töne werden von unten angeschleift und schwingen sich dann erst auf deine richtige Intonation ein. Oder du kiekst permanent Töne von oben nach unten an, also dieses typische Tja, dann hast du zu viel gemacht. Wie kannst du zu Hause trainieren, dass sich das verbessert? Wenn wir uns das Ganze mal von vorne anschauen, was denn eigentlich Experten, Profis machen, wenn die im Orchester spielen, da gibt es ja unglaublich viele Aufnahmen. Die bereiten sich vor. Also es ist nicht dieses typische Trompete hoch und losspielen. Da leider die Treffsicherheit natürlich drunter, es ist alles hektisch, der Hals kann eventuell zugehen und am Schluss geht noch der Ton daneben. Also nimm dir Zeit für die Vorbereitung. Manche brauchen 2 Takte, manche brauchen 4 Takte, manche brauchen nur einen Takt. Stellen wir uns vor, im nächsten Takt kommt auf der Zählzeit 1 ein Einsatz auf dem Ton C2. Dann nehme ich 4 Takte. Vorher schon mal die Trompete in die Hand. Auch das gehört zum Vorbereiten dazu. Wasser aus der Trompete raus. Dann sind wir in der Strecke, ungefähr 2 Takte, einen Takt vor unserer Stelle. Dann suche ich schon mal einen Ansatz. Eine Zählzeit vorher kommt die Einatmung. Und dann kommt eben der Einsatz. Ganz egal, ob ein härterer, forcierter Einsatz oder ein weicherer, da bereite ich mich vor, indem ich zum Beispiel einatme. Hart punktiert, schnelle Einatmung. Muss ich weich anfangen, ein schönes weiches Solo, Cantabile, das Ganze sehr gesanglich. Und lasse die Luft dann dementsprechend warm und weich fließen. Dann kommt auf der Trompete natürlich ein anderer Sound zustande. Wenn du jetzt sagst, okay, in der Mittellage ist es für mich kein Problem, es sind die tiefen Töne, dann genauso. Vorbereiten. Und dann kommt auch der tiefe Ton, jetzt das G in dem Fall. Bei hohen Tönen genauso. Da baue ich natürlich etwas mehr Spannung auf, es entsteht mehr Luftdruck im Körper und die Luft kommt dann dementsprechend etwas forcierter raus, damit eben die hohe Schwingung zustande kommen kann. Du kannst dir jetzt für zu Hause, für dein Üben, eine kleine Etüde bauen. Nimm doch einfach kreuz und quer irgendwelche Töne, die du dir aufschreibst. Wichtig ist aber, dass du immer Pausen dazwischen machst. Das heißt, du spielst nicht da, ba, ba, pi, ba und so weiter und so fort, sondern du machst pa, pam, pa, ta und so weiter und so fort. Du siehst, du kannst dir eine eigene Etüde bauen, eine eigene Tontreffsicherheitsübung, aber wichtig ist immer, dass du dazwischen pausierst. Ton, Pause. Ton, Pause. Damit du immer wieder diesen Ablauf trainierst, vorbereiten, atmen, spielen. Damit du dann eben auch diese Treffsicherheit verbessern kannst. Wenn du möchtest, hier spiele ich jetzt mit dir gemeinsam eine kleine Tontreffsicherheitsübung. Schnapp dir deine Trompete und los geht's. 1, 2, 3. Und so weiter und so fort. Es ist einfach eine Übung von vielen. Bau noch andere Töne ein, spiel insgesamt eine längere Etüde und du wirst sehen, es wird sich verbessern. Was auch ganz interessant ist, sind die Intervalle zwischendrin. Nimm nicht immer nur eine Oktave, eine Quinte, eine Quarte, sondern gern auch mal eine große oder eine kleine Septime. Eine übermäßige Quarte, also C-Fis zum Beispiel, ne, ganz klassisch, C1 auf Fis 1, eine kleine Sechste anstelle von einer große, wenn man die große gut im Ohr hat. Also auch mal über die Oktave gehen, auf eine kleine None und so weiter und so fort. Also Lautstärke kannst du ja auch noch mit einbauen. Artikulation, machst du einen Ton Bob und der nächste Ton ist Pa. Gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Also schnapp dir mal dein Notenschreibprogramm bzw. Notenpapier und Stift und schreib dir mal eine kleine Übung und versuch die zu spielen. Du wirst bemerken, es macht ja auch Spaß, das, was man geschrieben hat, letztendlich dann musikalisch umzusetzen.
Probier's aus, starte damit und du wirst bemerken, innerhalb von kurzer Zeit wird sich deine Treffsicherheit und dein Tonbeginn definitiv verbessern. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Hast du Fragen? Ab damit in die Kommentare oder schreib mir persönlich. Den Kontakt findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.